So, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren kurzen Opel-Video. Heute möchte ich den Ledersack an der Handbremse, am Handbremshebel erneuern. Ich habe den alten schon mal ausgebaut, wie wir sehen können. Ich habe den zerschnitten, da der im eingebauten Zustand hier oben zu eng ist, um den über die Handbremse zu bekommen. Zeige ich euch gleich am Fahrzeug. Bei dem neuen zieht man den erst nach der Montage fest, das heißt, das sollte kein Problem sein. Und wie ihr sehen könnt, hat es der halt echt hinter sich. Das zerschnitten ist jetzt von mir vom Ausbau. Blende ich euch jetzt mal ein, wie ich den ausgebaut habe. So, jetzt habt ihr ja gesehen, wie ich den ausgebaut habe. Ich habe jetzt hier auch schon ein bisschen gesaugt, damit da die ganzen Krümel und das Zeug weg ist. Hier habe ich, ich weiß nicht, ob man das machen muss, ich habe es jetzt halt gemacht, dann konnte ich einfacher sehen, wie das hier verbaut ist. Es ist einfach nur geklipst, aber wie gesagt, deswegen habe ich eben hier diese kleine Ablage in der Armlehne rausgebaut. Ist sehr simpel, die ist nur mit ein paar Schrauben gehalten. Die liegt jetzt hier drüben. Interessant ist, wenn man sie rausnimmt, die ist hier hinten sozusagen eingehängt. Also man positioniert die hier so. Mit einer Hand jetzt ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall muss man sie hinten einhängen und wenn man sie dann eingehangen hat, wird sie noch mit Schrauben fixiert. So, ich habe das jetzt mal geöffnet und es wird dann eben mit Schrauben fixiert. Wir haben hier an insgesamt 6 Stellen, hinten nochmal 2 und dann auf der anderen Seite auch nochmal 2 so kleine Schrauben. Die habe ich jetzt mal da reingeschmissen. Damit wird das gehalten. Wie gesagt, wenn ihr die Schrauben gelöst habt, dann könnt ihr das Ganze so heraushebeln. Heraushebeln im Sinne von, wenn das jetzt so gerade drin sitzt, dann hebt ihr das so nach oben und hinten könnt ihr das dann aushaken, weil wie gesagt, das hinten hier eingehakt ist. So, und jetzt würde ich sagen, dadurch, dass das alles abgebaut ist, gereinigt, werde ich jetzt mal mein Glück versuchen, den neuen Ledersack von dieser Handbremse an diesem Plastikstück zu montieren. So, jetzt habt ihr im Zeitraffer gesehen, wie ich mich hier stümperhaft an diesem Ding hier versucht habe. Die erste Idee war mit Schrauben. Da bin ich dann aber davon abgekommen, leider, und habe gedacht, ich bin besonders clever und mache das mit Sprühkleber. Der Sprühkleber lässt sich aber nicht sauber dosieren, spritzt überall hin.
Ich habe es jetzt an den Seiten, wie gesagt, mit Sprühkleber befestigt. Das hält es auch gut. Hier an der Stirnseite habe ich jetzt 2 Schrauben eingedreht, habt ihr ja gesehen. Und hier unten habe ich auch noch mal eine Schraube eingedreht, einfach nur aus Sicherheitsgründen. Rückblickend ist natürlich das Beste, wenn man hier so eine Klemmmaschine hat, also hier, wo so Nagelklemmen oder was das ist, rausschießt. Oder man macht eben überall solche Schrauben hin wie ich, solche kleinen. Dann kann man es auch immer wieder an- und abbauen. Es sollte eigentlich beim Einbauen nicht stören mit den Schrauben. Das werden wir jetzt aber gleich sehen. Ich packe euch wieder in den Zeitraffer und wir schauen mal, ob ich das montiert bekomme. So, ich habe das jetzt wieder montiert. Hier oben die Schraube, die sieht man später nicht, weil ja dann diese Abdeckung, also sprich dieses kleine Fach von der Mittelarmlehne, das sitzt ja dann drüber, das befestige ich jetzt gleich wieder. Das funktioniert jetzt. Hier anziehen und entspannen, das klappt alles. Das sieht jetzt wieder ordentlich aus. Jetzt, wie gesagt, baue ich hier noch dieses kleine Fach wieder ein, packe euch dafür in den Zeitraffer, dann seht ihr da auch den Einbau. So, jetzt ist alles wieder montiert. Ihr habt ja ein bisschen im Zeitraffer gesehen, wie ich das wieder montiert habe, das Fach. Ich habe jetzt an manchen Stellen tatsächlich neue Schrauben verwendet, weil die Köpfe von diesen originalen kleinen Schrauben, also hier hinten zum Beispiel, da ist noch so eine kleine Schraube drin und da auch, da sind die Köpfe sehr, sehr winzig und ja, da ist halt einfach schwierig mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher das verlustfrei wieder auszuschrauben, sage ich mal, und dann auch einzuschrauben. Deswegen habe ich jetzt hinten 2 von den Originalen verwendet, wo die Köpfe noch in Ordnung waren, und hier ringsrum 4 neue aus meinem Allzweck-Sortiment eingesetzt. Habe auch hier das Fach entsprechend ausgesaugt und mit Polsterreiniger gereinigt. Das riecht jetzt hier auch wieder schön. Und vor allem der Handbremsbalg ist jetzt auch entsprechend erneuert. So sieht das wieder ordentlich aus. Der Schaltbalg hat tatsächlich auch einen kleinen Defekt. Da weiß ich noch nicht, ob ich den auch ersetzen soll. Bin ich noch unschlüssig, ist nur so ein ganz kleiner Macken hier an der Seite. Den werde ich jetzt erstmal lassen. Vor allem sollte es ja heute in dem Video nur um das Ersetzen des Handbremsbalgs gehen. Ich habe zwar da noch diesen Universalbalg liegen, der soll angeblich für den Schalthebel passen, aber da bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich für Automatik passt oder ob das nicht vielleicht eher was für den Handschalter ist. Deswegen, und weil der halt auch gar nicht so schlecht aussieht, der Balg vom Automatikwahlhebel, werde ich den erstmal lassen. Insofern ein erstes kleines Puzzlesteinchen hier am Opel, das abgeschlossen ist. So, da werde ich auch noch mal ein bisschen putzen müssen, hier den ganzen Innenraum. Aber zumindest ist jetzt mal der erste Schritt getan, im Innenraum das wieder frisch zu bekommen. Und ich hoffe, es war für euch was Hilfreiches dabei. War ein kurzes, knackiges Video. Ich denke, der beste Lernpunkt für uns alle ist, nehmt keinen Sprühkleber oder ihr habt halt Sprühkleber, den ihr sehr gut dosieren könnt. Das war aber eher mehr Sauerei, deswegen würde ich davon abraten. Entweder so wie ich es am Ende gemacht habe, mit kleinen Schrauben das Ganze fixieren oder im Idealfall, wenn ihr so einen Tacker habt, einfach so einen Tacker nehmen. So, das war's. Ich hoffe, ihr schaltet im nächsten Video auch wieder mit ein. Bis dahin, euch eine gute Zeit und ciao.